Hallo Freunde, bleibt dran und lasst uns gemeinsam eine Runde Factorio Let's Test genießen. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann drückt bei YouTube abonnieren, bei Twitch auf Folgen und wenn ihr mich sogar unterstützen wollt, dann lasst einen Sub da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ihr wisst es selbst, Unterstützung tut immer gut. Und jetzt lasst uns anfangen und diese Folge gemeinsam genießen. Heute möchte ich den Mod Stargate vorstellen. Ich wurde darauf angesprochen, weil ihr von mir schon die Mod-Vorstellung über Teleportation Redux gesehen habt. Und einer der Nutzer, der mit diesem Mod nicht klarkam, hat mir mitgeteilt, dass er eben einen anderen Mod gefunden hat, der das gleiche macht. Und zwar geht es darum, Gegenstände, Dinge, als auch den Spieler selbst von einem Ort zum anderen zu bewegen, ohne groß mit Fließbändern, sage ich jetzt mal, zu arbeiten oder andere Dinge machen zu müssen. Und genau das ist das, was dieser Mod hier macht und kann. Ich schließe jetzt einmal Strom an, damit die Greifer hier arbeiten. Dann wird Kohle, das liegt bereits auf dem Band und es wird auch Eisen aufs Band gelegt. Das läuft zu diesem Stargate und dann ist Schluss. Da muss man dem Stargate sagen, wohin es verbinden soll. Und zwar zu einem weiteren Stargate, das da Ausgang heißt. Wie das dann geht und was da ist, zeige ich euch danach. Wir machen jetzt erstmal die Verbindung, wie man es kennt. Und wie durch wundersame Weise verschwindet jetzt das Eisen hier drinne. Hier drüben kommt es nicht raus, aber hier verschwindet es. Das heißt, irgendwohin geht das Eisen. Ich habe einen kleinen Aufbau gemacht und wenn dieser Aufbau korrekt funktioniert und ich keinen Fehler vorbereitet habe, dann müsste innerhalb kürzester Zeit hier drüben ein fertiges Endprodukt rauskommen. Darauf hoffe ich jetzt einfach mal ganz dolle, weil sonst, hier stockt es schon. Das heißt also, am anderen Ende ist der Punkt, wo die Sache ankommt, voll. Oder vollgelaufen oder wir haben einen Rückstau, wie man es so schön aus Factorio kennt. Und da das so hackerig läuft, gehe ich mal fest davon aus, Kohle auch ganz leicht, mal ein bisschen, dass es am anderen Ende schon arbeitet. Aktuell ist es so, dass ich mit mehr als nur einem Stargate gearbeitet habe, um das hier zu machen. Was ich euch dann, da sehen wir es schon und hier kommen die fertigen befeuerten Greifarme raus. So, den drehen wir mal kurz weg hier. Und da seht ihr es. Wir lassen hier nur Eisen, Erz und Kohle rein und bekommen fertige Greifarme raus. Ist doch eine coole Sache, oder? Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Wir haben dieses Stargate, durch das wir auch durch können. Und dann kommen wir am anderen Ende von dem Stargate raus. Da, wo wir gerade das Eisenerz und die Kohle eingeführt haben, können wir auf dem nächsten Stargate die Sache wieder rausholen. Genau an derselben Stelle. Mit einem Feld nur in die andere Richtung. Das lasse ich hier einfach durch Schmelzöfen laufen. Und wir bekommen Eisenplatten. Und die Eisenplatten verschwinden hälftig im Stargate und hälftig an der nächsten Maschine. Und dann gucken wir, wo die Eisenplatten hingehen. Die kommen hier aus diesem Stargate raus. Werden verarbeitet zu Zahnrädern. Die Zahnräder gehen wieder in das Stargate rein, rechts, einer vor unten und werden hier rechts, einer vor unten wieder rausgenommen. Laufen in die nächste Maschine und die Maschine bereitet daraus die eben gesehenen befeuerten Greifarme. Das geht wiederum einen von oben rechts rein und wird hier drüben einen von oben rausgenommen und fertig. Das ist der ganze Spuk. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Hier sind die Stargates. Nur, dass man es sieht. Die fahre ich jetzt mal runter. Und dann kann man in den Stargates ganz gezielt aussuchen, wohin man möchte. So, ich gucke nochmal kurz, ob ich jetzt keine Doppelbelegung habe, weil wenn, genau, dann kann man das machen. Einwandfrei.
Das heißt, dieses Stargate habe ich verbunden mit dem Stargate-Ausgang. Das ist dieses. Hier oben geht's rein, hier mittig links und hier kommt's raus. Die fertigen Eisenplatten gehen zu diesem Stargate. Dieses Stargate heißt Produkte. Und das habe ich vorhin verbunden mit dem Stargate Fertigung. Das Stargate Fertigung hat den Ausgang hier oben rechts und läuft dann hier rüber wieder rein, also wird gefertigt und läuft dann hier unten auf der rechten Seite wieder rein. Und da immer nur zwei Stargates verbunden werden miteinander, läuft es also vom Stargate Fertigung wieder zurück zum Stargate Produkte und kommt hier unten raus. Und verbinden tut man die ganz einfach, egal in welchem Stargate man steht. Wir nehmen jetzt mal das Start Stargate, also das Stargate Produkte, und wir verbinden zu dem Fertigung. Dann hört man es, wie man es aus diesen Serienfilmen kennt. Und es ist verbunden und man sieht, die Eisenplatten laufen rein und die Zahnräder, die auf der anderen Seite hier angelegen haben, kommen raus. Und jetzt wird hier neu gefertigt, hier drüben. Die Produktion läuft rein. Und es geht weiter. So, und mit dieser Produktion laufen die Maschinen und die laufen hier oben zu dem Stargate, was gerade ausgeschalten ist. Und die Produkte von dem Stargate sollen ja wieder zu dem anderen, was da hieß, Eingang. Und das Eisenerz sollte ja vom Eingang kommen, hier oben, und dann hier rauskommen. Also verbinden wir die. Und sobald es steht, läuft es hier rein, die Produkte, und hier kommt das Eisenerz raus. Und wir können selber durch das Stargate gehen. Halt. Jetzt. Und kommen dann hier oben an, wo der Eingang ist. Und das ist der ganze Spuk. Also ein Mod, der sehr einfach funktioniert. Aus meiner Sicht sehr gut, weil man eben keine Vorgaben machen muss mit, das geht dahin, das ist ein Lieferer, ein Empfänger, sondern hier gibt es einfach zwei Stargates, die sind miteinander verbunden und es geht hin wie her die Ware durch. Man muss halt eben nur darauf aufpassen, dass da, wo man reingeht, man beim anderen Stargate wieder rauskommen muss. Ja, das ist eigentlich alles zu diesem Mod. Was es noch gibt, es gibt 3 verschiedene Stargates. Es gibt das Universe, da kann man sich nur selber durchtransportieren. Dann gibt es das Milky Way, für sich selbst, für Logistik und Kombinatorautomation. Also ich denke, da kann man Signale mit durchsenden, das habe ich noch nicht ausprobiert. Und dann gibt es noch das Pegasus, wo man, so wie das hier aussieht, quasi alles durchschicken kann. Vehicles und so weiter. Also man könnte es mal probieren. Pegasus Stargate. Das sind die. Den Spaß machen wir uns jetzt mal gleich live im Video. Wir setzen eins hier hin. Setzen eins hier hin. Und stellen jetzt einfach mal, weil Vehikel hieße ja theoretisch. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Mal sehen, ob das mit Zügen geht. Wobei das ja theoretisch verkehrt wäre, weil man kann ja nicht rückwärts, also man würde ja hier reinfahren und dann drüben wieder andersrum rauskommen. Aber warum nicht? Wir probieren es einfach mal. Was Vehikel abdeckt. So, gehen wir mal rein und fahren mal rein. Funktioniert nicht, klar, wir müssen es erst aktivieren. Das ist das eine, das andere ist auf der anderen Seite. Xarams ist auch nur das, was überbleibt, weil die anderen sind ja bereits miteinander verbunden. Also er zeigt doch immer nur die noch nicht verbundenen Stargates an. Und funktioniert nicht. Also Vehikel hiermit funktioniert nicht. Dann probieren wir es noch mit dem anderen Vehikel, dem Auto. Panzer, Auto. So. Mal sehen, wie es da ausschaut. Nehmen wir oben mal noch kurz die Kohle wieder raus, damit wir Brennstoff fürs Auto haben. Kohle rein.
Rein ins Auto. Und natürlich hier gekonnt. Nein. Gut. Wenn ich jetzt hier keinen Fehler mache, funktioniert das schon mal nicht. Okay. Warum es nun bei dem Stargate heißt Vehicle, Personal and Vehicle, weiß ich jetzt gerade nicht. Gut, da muss ich jetzt passen. Oder gibt es spezielle? Oh, habe ich nicht gesehen. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass es spezielle Vehikel gibt, die man durchschicken kann. Ne. Also auf Anhieb sehe ich jetzt keins. Vielleicht ist es auch geplant, das weiß ich jetzt nicht. Ob es da noch irgendwelche Ideen gibt. Aber der Grundsatz, das ist ja eben das, was es so interessant macht, ist ja aus meiner Sicht der Warentransport und der persönliche Transport. Hier hat ja funktioniert, also man sieht es wunderbar. Zack, und drüben auf der anderen Seite. Das geht hundertprozentig. Und das ist aus meiner Sicht genial. Egal jetzt, ob das jetzt hier funktioniert mit den Schienen oder nicht. Das ist aus meiner Sicht gar nicht so wichtig. Der Mod funktioniert. Und das ist toll. Man kommt mal ratzfatz durch die Basis. Man kann sich da also wunderbare Punkte setzen. Und das finde ich gut. Aus diesem Grund, aus meiner Sicht, ganz klar Daumen nach oben. Den Mod unbedingt ausprobieren. Er funktioniert. Erste Sahne. Er macht eben auch, was er soll. Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig sehe. Kurz gucken. Ja. Man sieht, hier unten ist das Band voll und trotzdem läuft es alles geordnet aus. Wir lassen nochmal hier das Band voll laufen. Gucken, wo der Rückstau kommt. Ob das jetzt anders hier läuft oder ob es auch... Nein, es staut auch hier unten. Okay. Also eine Verteilung auf dem Band erfolgt nicht. Aber ist auch nicht so tragisch. Der Rückstau entsteht auf jeden Fall dann eben so auf der Seite, wie man es auch aus einer normalen Fabrik kennt. Hätte ja sein können, dass es sich noch auf dem Band mit verteilt, aber vollkommen ausreicht. Also wie gesagt, der Mod funktioniert, erste Sahne. Man kann wunderbar durch die Stargates durchlaufen. Man kommt auf der anderen Seite an. Und die Ware oder die Items oder so, wenn man durchjagen will, tun das Gleiche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.